Hast du reife Pfirsiche? Dann ist das hier dein Zeichen, etwas richtig Köstliches daraus zu machen. Dinkelmehl ist jetzt hier schon mal bei mir in der Schüssel. Dann gebe ich noch ein bisschen Rohrzucker hinein, ebenso wie Lievito Madre. Das sorgt auch noch mal für einen ganz tollen Geschmack. Dann eine Prise Salz, ein Eigelb und als natürliches Backtriebmittel hier auf meinem Kanal die natürliche Hefe, das Hefewasser. Wie das geht, erfährst du oben rechts unter dem i. Dann noch ein bisschen Butter und dann nehme ich mir das zunutze, dass ich mit Küchenmaschinen arbeite, denn es gibt viel Selbstgemachtes zu Hause und wenn ihr dann wie ich eine KitchenAid habt und den Flachrührer von Rammershofen, dann habt ihr es wirklich viel einfacher, das Köstliche dann auch zu zaubern. Alternativ geht es natürlich auch mit dem Handrührgerät oder den Händen, aber schaut mal, in null Komma nichts ist das hier mit dem Flachrührer fertig geknetet. Ich gebe das Ganze dann hier in eine Glasschüssel, decke es ab und lasse es ungefähr 6 Stunden warm stehen in meinem Mini-Backofen mit eingeschaltetem Licht. Nach dieser Zeit nehme ich die Quicheform und buttere sie jetzt ein wenig ein. Dafür habe ich die Butter ein bisschen weich gemacht. Das könnt ihr entweder in der Mikrowelle machen, so für 30 Sekunden oder in einem Wasserbad, so wie es für euch am besten passt. Alternativ geht das natürlich auch mit Öl. Und wer möchte, kann jetzt auch noch ein bisschen Mehl oder Semmelbrösel in die Form streuen. Das ist aber gar nicht nötig, also das hat tatsächlich sehr gut auch so geklappt. Zu einer Quicheform würde ich tatsächlich raten, alternativ könnt ihr auch 'ne Springform nehmen. Da würde ich dann aber eher zu einer 24er tendieren anstelle einer 26er. Den Teig nach den 6 Stunden habe ich mir jetzt erst einmal zu einer Kugel geformt, drücke ihn so 'n bisschen flach und dann könnt ihr ihn mit so 'n bisschen Mehl am besten so rund wie möglich ausrollen, ist aber auch nicht schlimm, wenn es nicht ganz so rund wird. Und alternativ ist heute wohl mein Lieblingswort, könnt ihr auch die Kugel in die Quicheform geben und das Ganze dann auseinanderdrücken. Ich finde es aber tatsächlich besser, den Teig schon mal ein bisschen vorauszurollen. Das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher. Die kleine Falte nehme ich hier auch noch raus und drücke es dann quasi von innen nach außen, so dass ich die Quicheform komplett ausfülle und schaue, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Mit einer kleinen Gabel steche ich dann so ein paar Luftlöcher rein. Das sorgt dafür, dass der Boden sich nicht so extrem wellt, wenn ich ihn gleich backe. Und zusätzlich, damit das nicht passiert, habe ich jetzt hier noch so ein bisschen Backpapier da. Das falte ich mir einmal zur Hälfte, dann zum Viertel. So, die Falte hier muss weg an der Spitze, dann geht das auch viel einfacher. Und dann möchte ich ja, dass das gleich rund passt. Theoretisch könnte ich das auch frei Schnauze irgendwie so hinbekommen, aber dadurch, dass ich das jetzt hier zu so einem Dreieck forme, wird es nachher viel runder und je enger ich das forme, umso runder wird es. Ich zeige es euch gleich. So, das reicht jetzt schon. Und dann gucke ich ungefähr die Größe, die ich brauche, also so circa die Mitte bis zum Rand, schneide dann relativ gerade das hier ab. So, das passt schon. Und wenn ihr das dann nämlich auseinanderfaltet, dann habt ihr eine richtig rundliche Variante. Das passt dann viel schöner. Ich drücke es vorsichtig auf den Mürbteig, nicht zu fest, denn wir wollen da ja keine Löcher reinmachen. Und danach könnt ihr entweder Reiskörner hineingeben oder ich habe zum Beispiel hier meine Bohnen im Hintergrund. Das Tolle ist, durch das Backpapier könnt ihr diese Bohnen dann später natürlich wiederverwenden. Das heißt, die werden jetzt zwar ein bisschen gebacken im Ofen, das macht denen aber nichts. Das heißt, ich kann hinterher trotzdem einen leckeren Eintopf machen oder auch mit den gekochten Bohnen ein leckeres Brot. Falls ihr da Lust auf ein Rezept habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich backe es dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 10 bis 12 Minuten mit den Bohnen.
Diese gebe ich dann weg, also lege ich zur Seite und backe es dann noch mal ohne Bohnen für circa 5 Minuten, so dass auch die Mitte schön ein bisschen Farbe bekommt, ein bisschen durchgart. Und dann wäre es theoretisch schon fertig, wenn wir jetzt hier nicht noch eine köstliche Füllung zaubern wollen. Ich habe ganz viele Pfirsiche gerade zu Hause und überlege mir hier schon ein paar weitere Rezepte neben dieser köstlichen Pfirsichtat. Ihr seht, das ist ganz weich. Einfach drehen, dann geht es am einfachsten und auch der Kern geht super einfach raus. Und ich finde, diese Zeit ist jetzt gerade die schönste Zeit, um Früchte zu konservieren, wenn man sie nicht direkt in einem Kuchen isst. Und deswegen habe ich zu Hause ganz viel gerade. Ich koche auch noch ein bisschen Marmelade. Ich habe mir dieses Starter-Set von Steffi geholt und will mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr Lust auf köstliche Rezepte habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe mich dafür entschieden, die Pfirsiche in Scheiben zu schneiden. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch fütteln. Bei mir reicht jetzt so eine Etage und dann können wir uns schon um die Füllung kümmern. Auch hier nehme ich wieder die Küchenmaschine zur Hand, gebe die 2 Eier plus das Eiweiß von dem Eigelb vom Mürbteig hinzu, bisschen Vanille, ein bisschen Zucker, eine Prise Salz und diesmal nehme ich hier den Schaumschläger von Rammershofen. Und am Anfang denkt man tatsächlich, wenn das anfängt zu schlagen, na ja, das klappt wohl nicht ganz so gut, aber vertraut der ganzen Sache. Zwischen 6 und 8 habe ich die Stufe hier bei meiner KitchenAid eingestellt und schon nach kurzer Zeit, guckt mal, wie fluffig das aufgeschlagen ist. Theoretisch könnt ihr die Zutaten für die Füllung auch alle zusammenpacken. Ich finde aber tatsächlich die Eier getrennt von der Sahne aufzuschlagen am besten und ihr solltet auch zuerst die Eier aufschlagen und erst dann die Sahne. Meiner Erfahrung nach klappt das einfach besser. Und, das ist so ein bisschen wie beim Eischnee. Das lasse ich jetzt hier einfach zur Seite stehen. Das mit der Sahne geht auch ganz fix. Ich mache die Schale da auch gar nicht sauber. Das kommt jetzt direkt mit dem Equipment von dem Eischnee hier in die Schüssel hinein. Das sind 200 Milliliter. Das ganze Rezept findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Dann könnt ihr das Video einfach pausieren und dann eben euch 'n Screenshot machen. So, und bevor die Sahne zu Butter wird, das, war ein bisschen knapp, hebe ich das Ganze dann noch hier drunter, ganz vorsichtig mit dem Teigrührer, so dass ich auch nicht so viel Luft rausschlage. Und ich kann euch wirklich versprechen, das ist jetzt hier für einige mehr oder weniger ein Aufwand, aber es lohnt sich. Diese Pfirsichtat ist so köstlich. Wer möchte, kann die Pfirsiche auch noch mal mit ein bisschen, Zitronensaft einreiben, damit sie frischer bleiben. Bei mir hat das jetzt so ausgereicht, auch von der Zeit her. Und da weil der Rand schon ein bisschen kross ist, gebe ich von der Füllung ein bisschen auch über den Rand hinein, damit es nicht zu keksteigig wird. Das geht nämlich jetzt noch mal für 45 Minuten circa in den vorgeheizten Backofen. In den ersten 15 Minuten bei 180 Grad und danach gart es nach bei 160 Grad Ober- und Unterhitze. Nachdem der Kuchen 1 bis 2 Stunden ausgekühlt ist, nehmt ihr ihn erst dann bitte aus der Form. Macht ihr das vorher, würde es sonst brechen. Also tut euch da wirklich den Gefallen und wartet da kurz. Ich gebe noch ein ganz kleines bisschen Puderzucker hier drauf, einfach für das Optische zum Gucken. Er ist sonst süß genug, also das müsste gar nicht hinein. Noch ein paar Scheiben Pfirsich drauf und schaut mal, was für eine köstliche karamellisierte Pfirsichtat das geworden ist. Ich wünsche euch in jedem Fall ganz viel Spaß beim Nachbacken. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr darauf und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.